So, hallo zusammen. Ich berichte hier heute live von der Strajat. Auf jeden Fall der Saisoneröffnung der AJA 2021. Wir befinden uns hier in Bad Salzuflen. Es gibt, ich glaube, 26 Teilnehmer oder so. Event hat schon gestartet, das heißt, wir sind jetzt mittendrin. Viele Autos wurden schon bewertet, viele Autos ja, auch Install und Sound bewertet. Und ich zeige euch einmal, wie das hier so abläuft und ja, was hier so los ist. Also, wir haben ganz viele Autos, die sich hier aufgereiht haben. Und ganz hinten haben wir ein AJA-Zelt. Ein AJA-Zelt ist die Anmeldung für die AJA. Und da sitzt auch immer der Wettbewerbsleiter bzw. der Zettler. Die Autos, wie wir sehen, möglichst im Schatten geparkt. Die, die nicht im Schatten geparkt sind, sind abgedeckt, damit der Soundjuror, der ja die Musik im Auto hört, sich nicht totschwitzen muss. Beziehungsweise ist sowieso wahrscheinlich relativ warm bei den 32 Grad, die wir heute haben. Man sieht einen von unseren Soundjuroren gerade mit seinem Handtuch am Laufen. Es ist halt tatsächlich so, dass man natürlich im Auto schwitzt, wenn man da aufnimmt. Wir haben einen kleinen Bereich zur Verpflegung, das heißt, da gibt es Brötchen und Getränke. Und das ist unser Zelt, wo wir alles regeln. Spannende Veranstaltung. Wir sind alle guter Dinge. Warte, da musst du jetzt nochmal. Also, hallo Thomas, die AJA ist ein sehr, sehr spannender Wettbewerb. Wir freuen uns, dass wir alle hier sind. Bei der Anmeldung muss man sich logischerweise anmelden. Da werden die Bewertungszettel verteilt. Da findet das Briefing statt und da gibt es auch Pokale. Das heißt, da stehen quasi die Medaillen von unserem Event. Wenn man sich das hier mal anguckt, dann sieht man alle unsere Plaketten, die wir dieses Jahr haben. Also jetzt auf dem Event. So, das ist der Christian. Der Christian ist Wettbewerbsleiter heute. Hallo Christian. Hallo. Wo bin ich hier? Bei der Anmeldung Bei der Anmeldung. und bei der Wettbewerbsleitung und beim Verkaufen der CDs und beim Mitgliedsanträge ausfüllen. Mitgliedsanträge ausfüllen. Ein neues Mitglied, wie ich sehe. Die CD hat deine... Neue CD! Genau. Yeah. Genau, wir haben gerade 2 neue CDs verkauft und haben heute 4 neue Anmeldungen erreicht. Schön. Läuft. Läuft. Sehr schön. Haben schönes Wetter, sind alle gut drauf. Ja. Beste ever. Wie viele Teilnehmer haben wir denn heute? Ja, 25. Wie viele Klassen starten so? 6. 6 7. Klassen? Wie 7. unterscheiden sich denn die Klassen? In Einsteiger, Amateure, Profi, Outlaw und Premier. Das heißt, wenn ich jetzt als Einsteiger hier hinkomme, komme ich ganz normal in die Einsteigerklasse, ne? Kannst du, musst du aber nicht. Okay. Und die ganz Großen, die Premiers, das sind dann die, die schon alles gewonnen haben, oder wie ist das? Die noch mehr gewinnen wollen. Die noch mehr gewinnen wollen. Okay, verstehe. Ja, du fragst tolle Sachen. Ja, ne? Ich habe mir keine Fragen ausgedacht, das ist mein Problem. Ja, ich kann ja auch spontan antworten. Ja, das geht schon. Was läuft denn da für komische Musik im Auto? Das ist unsere AJA-Bewertungs-CD bzw. USB-Stick oder Streaming, was gerade im Auto läuft, um das Auto bewerten zu können. Und wie läuft so eine Bewertung ab? Da musst du mal einen Soundjuror fragen. Okay, dann frage ich gleich mal einen Soundjuror, wie so eine Soundbewertung abläuft. Die Soundjuroren haben übrigens alles orangene T-Shirts an, da kannst du dich mal ganz gut dran erkennen. Okay, dann suche ich gleich mal einen. Das wäre cool. Was gibt denn sonst noch neben Soundjuroren? Die Installjuroren, Die Installjuroren. Was machen die so? die bewerten die Installation im Auto, Okay, ob die- alles nach unseren Regeln abläuft. Erkenne ich an welchem T-Shirt? An den blauen. Am blauen T-Shirt. Gut, dann suche ich jetzt so einen Installjuror. Ich brauche einen Installjuror. Man hat gesagt, Da hinten. die mit dem blauen T-Shirt sind Installjuroren, hat man mir gesagt. Ja, so, das ist ein hübsches. Okay, Teilnehmer. Nehmen wir erstmal einen Teilnehmer. Mich schon wieder. Guck mich an. Hallo. Hallo Thomas. Wie lange bist du denn hier schon irgendwie aktiv? Hallo Thomas. Ich bin seit 4 Jahren bei der AJA aktiv. Seit 4 Jahren. Ja, seit 4 Jahren. Und schon irgendwie erfolgreich gewesen? Nein, ich wurde immer nur Zweiter und Dritter und habe es nie geschafft, auf den ersten Platz zu kommen. Weil es gibt hier gewisse Personen wie der Herr Schumann, die mit seinem Zweiwegesystem viel besser abfahren als ich mit meinem Dreiwegesystem. Nein, das ist natürlich völliger Quatsch. Ich bin immer vor ihm. Der hat nichts drauf. Okay. Nein. Das ist Also ich stehe mal auf dem Treppchen und schaue auf ihn herab. genau. Robert. Ja. Hallo Robert. Thomas, grüß dich. Wie lange bist du denn schon bei der AJA?
Ja, auch seit 4 Jahren. Auch seit 4 Jahren. So, Pi Daumen, ja. Da gleichzeitig angefangen. Ja. Mein Gott. Ja. Und der Marc. Gottes Willen. Stefan, wie lange bist du eigentlich schon bei der Eier? Boah, seit 2014. Das ist aber mehr als 4 Jahre, ne? Ja. Seit 2014 bist du schon da? Ja. Wie viele Autos hast du denn hier schon hingebracht? Schrottet, oder was? Verschrottet. Jo. Kannst du mir was zu deinem Auto sagen? Willst du denn wissen? Weiß nicht, was hast du denn da so drin? Ich habe da komplette ARC Audio RS drin, 3 Wege. Das Arc Audio RS 3 Wege. Neue. Gibt es ein altes und ein neues? Ja, früher war das ARC Black. Ja. Und jetzt haben die wieder was Das anderes RS. rausgebracht, was noch teurer ist, ja? Okay. Boah, nein, eigentlich nicht. Ein Und dann- Joying Ich habe Radio. jetzt ein komplettes ARC Auto. Guck mal, ein Joying Radio. Ja. Okay. Wie groß ist das? Hä? Wie groß das Radio ist? Das ist ein 7,5 Zoll. Okay. Komplettes Arc-Auto, das heißt, du hast hinten auch alles von Arc. Ja, außer Endstufen. Nur den Zap 2 Subwoofer, das sind Arc 8er wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Okay. in 30 Liter. Und dann hast du hier Helix-Endstufen und eine Das ist hier P2 Ja. und die Sonderedition hier von DLS. Die wurde mal 2019 vorgestellt bei der Salzburger Messe. Gibt es nicht mehr. Du hattest auch mal Eatons drin, oder nicht? Ja, das habe eine Eden habe ich hier unten drunter für den Zap. Ah, Die Mini. Cool, Der Cabrio hat da die Minis drin von Eden. Okay, cool. Ja, Bewertung weißt du ja noch nicht, ne? Ja, warte, der ist, mein Vorgänger wird erst. Aber so wie der jetzt gebaut ist, bist du noch nie angetreten, ne? Nee. Okay, ja, dann wird's ja spannend. Cool. Ja gut. Finale hat er doch anders. Finale war das anders. Ja. Da hatte ich ja eine Kiste hinten drin. Okay. Gut. Auf dem Weg. Nö, ich kenne das schon. Ich weiß das schon gewohnt. Ich kenne seine Pläne schon. Das heißt, jetzt du gleich fertig, eine Stunde noch. So. Hallo Installierer. Hallo Thomas. So, du machst den Install-Einbau. Ja. Du jurierst den Install. Das heißt den Einbau. Das heißt, du guckst, ob alles soweit in Ordnung ist am Auto. Genau. Was halt hier für den Eierwettbewerb eigentlich Voraussetzung ist, dass die HiFi-Anlage in das Fahrzeug vernünftig eingebaut worden ist. Da es ja nicht nur geht, irgendwelche Lautsprecher in den Türen oder an die A-Säulen anzubauen, sondern auch Endstufen einzubauen, wodurch eine neue Verkabelung notwendig ist. Kontrollieren wir auch, ob diese Verkabelung vernünftig, korrekt durchgeführt worden ist, ob Sicherungen gesetzt worden sind, ob die Leitungslängen zwischen Batterie-Plus-Polen und Sicherung eingehalten worden sind laut unserem Regelwerk und ob auch die passenden Sicherungen nach unserer Tabelle im Regelwerk auch gesetzt worden sind. Okay, das heißt, ihr seid quasi so der HiFi-TÜV. Man kann das ungefähr so sagen, dass wir eigentlich der HiFi-TÜV sind. Wir haben halt in unserem Regelwerk gewisse Vorgaben, wie wir kontrollieren sollen oder was wir kontrollieren sollen. Auch damit die Sicherheit, dass die Anlage nicht zu einer Gefahr wird in der Gefahrensituation, wenn man eine Notbremsung einleiten muss im normalen Verkehrsbetrieb. Dass zum Beispiel auf einmal das Subwoofergehäuse oder der Subwoofer, die aus dem Kofferraum, auf einmal auf dem Beifahrersitz landen. Das wäre doof und gefährlich. Das wäre auch sehr gefährlich, weil so ein Subwoofergehäuse, das kann ja mal von 20 Kilo, das kann aber auch teilweise mal so an die 100 Kilo wiegen, je nachdem, was für ein Subwoofer verbaut worden ist. Und das kann dann zum ganz gewaltigen Geschoss werden bei so einer Vollbremsung. Genau. Muss ein Einbau denn irgendwie besonders schön aussehen oder ist das egal? Also wir legen jetzt nicht darauf direkt Wert, dass jetzt der schönste Kofferraumausbau hier uns gezeigt wird. Uns geht es einfach nur darum, wenn der Einbau da ist, sind die Sachen alle fertig. Das heißt, wenn man sich eine eigene Subwoofer-Kiste gebaut hat, dass diese auch lackiert oder bezogen worden ist und nicht das Rohholz da im Kofferraum steht. Oder wenn Verkleidungen bearbeitet worden sind, dass diese dann dementsprechend auch vernünftig mit Stoff, mit Leder bezogen worden sind, dass man nicht noch irgendwo die restlichen GFK-Spachtelreste sieht. Im Endeffekt kann das Auto auch von den Türpappen her original bleiben. Oder man baut es dann um, aber dann muss dieser Umbau auch vollständig erfolgen. Weil sonst könnte das auch rein theoretisch Punktabzug geben bei der Einbaubewertung. Also es muss quasi irgendwie fertig aussehen. Es muss fertig aussehen, das Auto. Okay. Und ob ich da jetzt halt,
keine Ahnung, 2 linke Hände habe und das jetzt nicht so super schön machen kann wie manche Einbauten, sondern halt einfach nur fertig habe, dann ist in Ordnung. Das wäre dann in Ordnung. Wenn der Stoff jetzt Falten schmeißt, dann schmeißt der Stoff halt Falten. Das ist halt, wenn der Teilnehmer es selbst einbaut und es nicht unbedingt die technischen Möglichkeiten vorhanden sind, dass man das wirklich 100% perfekt wie der Hersteller macht oder wie die meisten Einbauer das machen, die das tagtäglich auch machen, dann sieht man darüber hinweg. Aber es muss halt, die Oberfläche muss ein gewisses Finish haben, die muss fertig aussehen. Mhm. Jetzt hast du ja hier quasi ganz viele Anlagen gesehen, die hier heute eingebaut wurden. Kann man mit egal was für eine Anlage hier starten oder muss man halt Tausende an Euro investieren, um hier irgendwie überhaupt Erfolg zu haben? Sollte man. Nein, man könnte auch dementsprechend, wie es auch hier verschiedene Teilnehmer machen, zum Beispiel unsere beiden Oldtimer-Fans, eine sehr günstige Anlage einbauen oder sogar mit einem Bluetooth-Lautsprecher starten. Oder ein weiterer Teilnehmer, der nur rein mit der Originalanlage des Herstellers startet. Okay, hat man damit auch Chancen, irgendwie was zu erreichen? Mit der Anlage könnte man rein theoretisch auch Chancen haben, ja. Man muss es halt immer wieder, man muss es ausprobieren. Mhm. Man muss es ausprobieren, ob die Originalanlage vom Hersteller schon so einen gewissen Grund hinbekommt. Okay, und wenn ich jetzt aber sage, okay, ich rüste mir da jetzt was nach, muss ich dann halt direkt das teuerste nehmen oder reicht auch irgendwie sowas mittelpreisiges oder günstiges an Lautsprechersystem, Endstufen? Das ist von bis. Da kann man nie, man kann mit günstigen Systemen, man kann mit einem günstigen System auch was erreichen. Man könnte aber auch rein theoretisch auch, so wie ich das in meinem Fahrzeug mache, mit den Originallautsprechern vorne weiterfahren und einfach nur hinten die ganze DSP-Geschichte und Verstärkergeschichte einfach umbauen. Okay, das heißt, du hast also quasi vorne an den Lautsprechern nichts geändert und hast einfach nur hinten Endstufen, Soundprozessoren und Subwoofer eingebaut. Genau. Das klingt auch interessant. Genau. Das ist nämlich auch noch eine Möglichkeit, die man machen könnte. Einfach mal ausloten, was geben die Lautsprecher her, die schon im Auto verbaut worden sind. Und dann sich überlegen, investiert man jetzt 100 Euro, 200 Euro für ein neues Frontsystem oder dann schon gleich wieder ein bisschen mehr. Mhm. Okay. Oder man lässt es komplett bleiben. Bitte? Oder man lässt es komplett bleiben. Und Was soll man bleiben lassen? ja, vorne die Lautsprecher zu tauschen. Also ich habe es geschafft, letztes Jahr mit dem Standardlautsprecher vom Seat den 3. Platz zu machen beim Finale. Das funktioniert auch, wenn man möchte. Also du hattest den Standard, also in der Tür oder In der jetzt? Tür. Hattest du einen Standardlautsprecher und bist auf dem Finale Dritter geworden. Genau. In welcher Klasse bist du gestartet? Amateure unbegrenzt. Das heißt, du bist in einer Klasse, wo man quasi Zehntausende an Euro ausgeben kann, Genau. mit dem Originallautsprecher Dritter geworden. Genau, ich hatte ein Budget von 4.300 Euro und der zweite hatte ein Budget von, ich glaube, 12.000 Euro und der erste hatte eins mit 9.000 Euro. Okay, also man kann auch übertreiben, wie man hört. Ja, das geht durchaus. Und du bist jetzt aber bei den Lautsprechern geblieben oder hast du was anderes eingebaut? Man hat schon gemerkt, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist, ne? Jetzt habe ich einen Tiefmitteltöner, der kostet 200 Euro. Also das Pärchen. Gut, das ist jetzt auch nicht teuer. Ist jetzt nicht teuer, ne? Durchaus. Also gibt zwar schon Unterschiede in der Klasse, klar, aber es ist noch ein Bass. Der muss nur das machen. Das ist nur ein Bass, der muss nur das machen. Heißt, du fährst also wahrscheinlich ein Dreiwegesystem. Ich fahre ein Drei-Wege-System, genau. Und damit bist du auch zufrieden. Damit bin ich Und sogar das sehr würdest zufrieden. du immer wieder machen. Ja, durchaus. Oder würdest du sagen, ein Zweiwegesystem kann auch reichen? Ein Zwei-Wege-System funktioniert auch. Allerdings, wenn man sich das Hobby schon mal ein bisschen mehr antut, dann wird man dann schnell merken, dass ein Drei-Wege-System dann doch viel, viel mehr Spaß macht. Okay. Das ist genau das, was er nicht hören wollte. Ja, es geht. Ein Zwei-Wege-System kann durchaus auch klingen, keine Frage. Ist halt nur eine Lautstärke begrenzt. Das wird wieder geschnitten. Ja gut, aber Lautstärke ist ja natürlich etwas, das ist halt persönlich, ne? Wie Ja, viel Lautstärke man braucht an der Stelle. Das ist richtig. Gut, so, das heißt Hast jetzt... du noch welche Fragen an uns? Ja, ich weiß ja schon, dass du erfolgreich warst, das habe ich ja schon festgestellt. Dass du 4 Jahre dabei bist, habe ich auch schon festgestellt. Arthur, wie lange bist du eigentlich dabei? Ich bin seit 2012 dabei. 2012? Echt, so lange schon? Wahnsinn, bist ja ein treues Mitglied. Du kriegst ja nächstes Jahr schon die 10-Jahres-Plakette. Nee, die kriege ich noch nicht, weil ich zwischen 2013? Ja, 2014, 15 habe ich teilweise ein bisschen pausiert. Wegen der Arbeit her ging das nicht und
seitdem bin ich jetzt seit 2017 habe ich jetzt wieder angefangen. Okay. Also ich sehe auf deinem T-Shirt, du bist Einbaujuror. Ja. Machst du noch mehr für den Verein oder bist du nur Einbaujuror? Ich bin auch zweiter Beisitzer im Vorstand. Ah, okay. Das heißt, der Verein hat einen Vorstand und Mitglieder. Ich glaube, ich muss gleich nochmal zur Anmeldung und fragen, wie das ist mit den Mitgliedern und mit der Mitgliedschaft. Bist du denn Mitglied? Selbstverständlich bin ich Mitglied der AIA. Seit 4 Jahren wahrscheinlich. Seit 4 Jahren, seit dem ersten Tag. So wie es sein soll. So wie es sein soll. Denn ein guter Verein sollte auch vernünftig honoriert werden. Eine Mitgliedschaft ist wichtig. Mitgliedschaft Um der ist Welt wichtig. zu zeigen, dass man Ayana ist. Okay, nehme ich mal so hin. Ich gehe mal zum Christian fragen, wie das mit der Mitgliedschaft ist. Mach mal. Christian, Thomas, ich habe gerade vom Arthur gehört, man kann hier auch Mitglied werden. das ist schön, kannst du gerne. Soll ich dir erklären, was du dafür machen musst? Erklär mir mal, was ich dafür Ja, machen muss und also- was mir das bringt. Also, wir haben unsere Mitgliedsanträge auf unserer Internetseite unter dem Download-Bereich, den du dir sehr gerne runterladen kannst, den ausfüllen, via E-Mail oder per Post zu uns schicken kannst. Und dann geht das alles seinen weiteren Weg. Du hast den großen Vorteil dadurch, du bist in einer tollen Gemeinschaft mit knapp 200 anderen Leuten, die gerne Musik hören, so wie man es jetzt auch gerade hört. Du hast den nächsten Vorteil ist, du brauchst auf den Wettbewerben keine Startgebühr bezahlen. Du hast natürlich Mitspracherechte im Verein, wenn es um Wahlen geht oder irgendwelche Entscheidungen geht. Ja, das war das eigentlich das Große und Ganze. Okay, was kostet mich der Spaß? 36 € im Jahr. 36 € im Jahr. Ja. Okay. Und dann kann ich quasi ganz normal bei der Jahreshauptversammlung oder sowas dann halt mitmachen. Und Ja, die kannst du entweder, wenn du anwesend bist, kannst du dort natürlich mitmachen. Du kannst aber auch via Briefwahl mitmachen. Kannst du auch. Du hast im Forumsbereich Einsicht und Schreibrechte im Mitgliedsbereich. Du kannst unseren neuen Flohmarkt nutzen im Forum. Den finde ich zum Beispiel ganz toll. ich habe gesehen, dass es stehen auch schon Sachen drin. Ja. Wo sich die Community natürlich untereinander selbst die Sachen zuschustern kann. Also wir können gleich auch an die richtigen Leute die Sachen verkaufen. Das ist natürlich toll. Habe ich denn irgendwie die Chance, auch irgendwie mehr Glas oder Gewinne einzuheimsen, wenn ich irgendwie Mitglied werde? Ja, du könntest natürlich auf dem Finale, was wir jedes Jahr stattfinden lassen, kannst du Vereinsmeister werden. Das geht auch nur dann, wenn du auch Mitglied bei uns bist. Okay, das heißt, ich kriege dann noch mehr Pokale. Ja, und einen größeren und schöner. Und wenn du Glück hast, ist sogar ein Rechtschreibfehler drauf. Das ist, glaube ich, Tradition, oder? Ja, das ist Tradition bei uns und das werden wir auch schön jedes Jahr so weiterführen. Mit Absicht. Okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kannst du mir sowas ausdrucken? Dann kann ich ja das ja direkt hier vor Ort unterschreiben. Ein Mitgliedsantrag? Ja, gerne. Ja, drucke ich dir selbstverständlich gerne aus. Dankeschön. So. Können wir weiter aufnehmen, ne? Ich sehe hier ein ganz, ja, wie soll man sagen, altbekanntes Gesicht. Einfach nur eine ganz kurze Frage. Wie lang machst du den Scheiß hier schon? Boah. Jetzt muss ich lügen. 6 Jahre, 7 Jahre? Erst? Oder 8? Nee, warte mal. Dann bin ich ja mit angefangen. Zehn Jahre, glaube ich. 10 Jahre. 10, etwas über 10. Und immer mit dem gleichen Auto, ja, ne? Ja, 10 Jahre das gleiche Auto, trittst hier an und bist auch noch irgendwie erfolgreich, so, glaube ich, ne? Hast schon mal so ein, 2 Events irgendwie mal gewonnen, glaube Ja. ich. Cool. Danke. ja, bitte. Guten. Danke. Hallo Magnus. Hallo Thomas. Ich sehe an deinem T-Shirt und der Christian hat mir gesagt, wenn da irgendwie einer in Orange rumläuft, dann ist das ein Soundjuror. Genau. So, ich habe gerade schon den Arthur interviewt. Das heißt, der hat irgendwie so den Einbau bewertet in so einem Auto. Aber wir sind ja hier irgendwie, der Verein nennt sich ja Are You Authentic? Das heißt, es geht irgendwie eher um authentische Musikwiedergabe oder so. Genau. Wie stellen wir denn fest, was authentische Musikwiedergabe ist? Genau. Also wir haben in relativ vielen Jahren eine Bewertungs-CD erarbeitet mit bestimmten Tracks, die geschulte Juroren wie ich sehr gut kennen,
und anhand derer die Autos miteinander verglichen werden. So in verschiedenen Klassen, das hast du bestimmt ja vorher auch schon erzählt, welche Klassen wir haben, werden eben Autos anhand bestimmter Kriterien, einmal in Sachen Tonalität, da sind dann so Sachen wie Tiefbass, Bass, Grundton, Mittelton, Hochton mit drin, aber auch was die Bühnenabbildung im Auto angeht. Das heißt Fokus, Bühnenabbildung, Bühnenbreite, Höhe, Tiefe, Räumlichkeit, das wird auch alles noch mit bewertet. So, und dann gibt es noch die wichtigen Kategorien, die Dreifachkategorien. Das sind dann einmal auf die Tonalität bezogen so ein paar Kriterien. Da geht es dann darum, wie gut kann das Auto wirklich Musik machen, also Musik wiedergeben. Kann man sich das anhören oder ist das vielleicht einfach nur in Einzelkategorien gut, aber spielt nicht gut zusammen. So, und das Ganze machen wir in leise. Das sind dann 74 dB nach unserer CD. Mit rosa Rauschen gemessen und haben einen Laut bei 84 dB. Das klingt nicht viel, ist aber für Musik schon, das ist schon gehobene Lautstärke im Auto. Genau, und da werden die Autos daneben miteinander am Ende indirekt verglichen. Es werden Punkte vergeben für die einzelnen Autos. Das heißt, es gibt irgendwie so Bewertungsbögen, da schreibt ihr dann eure Punkte drauf und die werden dann halt am Ende zusammengerechnet und der die meisten Punkte hat, hat quasi gewonnen. Genau, ja, wenn es gut läuft, dann ist das so, richtig. Ja. Klar, es gibt hier und da noch, oder Abzüge gibt es eigentlich in dem Sinne nicht. Der einzige Punkt, der bei der Soundbewertung mitspielt, der jetzt nichts direkt mit dem eigentlichen Klang zu tun hat, sind mechanische Störungen. Das heißt, wenn eine gewisse Anzahl an Störungen aufgetreten ist, dann werden etwas weniger Punkte vergeben. Weil das natürlich auch den Musikgenuss am Ende stört und auch die authentische Wiedergabe. Die Sachen, mit denen ihr da quasi bewertet, kann man die auch irgendwie kaufen oder zum normalen Musikhören benutzen? Oder? Klar, also zum normalen Musikhören, so für den Genuss würde ich es nicht machen. Die Tracks sind bewusst sehr kritisch, das heißt, die machen für die jeweilige Anwendung, sprich eine Bewertung in einem bestimmten Bereich der Musik, machen die Sinn. Aber es ist jetzt nichts, was man sich gemütlich samstags auf der Couch anhört. Dafür sind die nicht geeignet. Also die CD muss man wirklich als Werkzeug verstehen, um Autos zu bewerten, auch um Autos einzustellen. Sehr gut. Wenn man sich so ein bisschen mit der CD auseinandersetzt, kann man da sehr, sehr viel mit erreichen. Und klar, die CD kann man kaufen. Ich glaube, wir haben eine ganze Latte davon schon verkauft. Ist auch, zumindest sind die Aufnahmen sehr hochwertig. Ist ja von Stockfish die CD. Hier ist zufällig eine. Tada! Genau, eine Doppel-CD. Jetzt eine normale CD. Hier sind die Lieder drauf, die wir zum Bewerten benutzen und noch ein paar mehr. Und im Booklet oder im Netz gibt es auf jeden Fall auch eine Beschreibung zu der CD, wo dann drin steht, mit welchem Teil, welchen Liedes wir welche Kategorie bewerten. Die Juroren-CD ist etwas zusammengeschnitten und das hier, da muss man dann so ein bisschen hin und her skippen, bis man dann den richtigen Bereich gefunden hat. Okay. Aber anhand von CD und Booklet kann man eigentlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, zumindest das nachvollziehen, was wir hier gemacht haben. Und wenn du jetzt quasi so ein Auto bewertet hast, gibst du dem Teilnehmer dann irgendwie Feedback dazu? Genau, wenn die Bewertung durch ist, wir haben so einen Laufzettel für uns als Juroren, damit wir noch wissen, was wir den einzelnen Autos an Punkten gegeben haben. Das wird kopiert, also händisch kopiert, wir schreiben es ab vom Bewertungsbogen und gehen dann hinterher mit dem Teilnehmer die wichtigsten Punkte durch. Also man kann jetzt nicht wirklich jedes Lied bis ins Detail durchsprechen. Ich sag mal, so ein Feedbackgespräch dauert so 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, wie viel der Teilnehmer wissen möchte und wie viel auch schlecht war an dem Auto. Und wir konzentrieren uns natürlich nicht auf das Schlechte, aber mit konstruktiver Kritik kann der Teilnehmer natürlich mehr anfangen, als wenn man aussteigt, ihm eine schlechte Bewertung verpasst hat und dann hinterher sagt, dein Auto ist total toll gewesen. So, das heißt also, wir versuchen den Teilnehmer durch unser Feedback weiterzubringen, dass er sein Auto entwickeln kann und hoffentlich dann auch dieses Feedback umsetzen kann. Soweit wir es beurteilen können als Juroren, geben wir auch, wenn möglich, Hinweise, wie man es technisch anpacken kann, dass eine Sache der Einstellung ist oder eine bauliche Veränderung notwendig ist, wenn es offensichtlich ist. Manchmal kann man den gehörten Fehler einfach direkt sehen. Und das geben wir dem Teilnehmer mit an die Hand, damit er fürs nächste Mal
korrigieren kann. Okay, und dann kommt er halt einfach zum nächsten Event und startet dann genauso und sieht dann im Optimalfall, dass es besser geworden ist. Genau, also absolute Punkte kann man selten vergleichen von Event zu Event. Das hängt einmal von dem Juror ab und eben auch von dem Teilnehmerfeld drumherum. Man fängt mit dem ersten Auto an und sortiert dann die anderen Autos drumherum. Und über alles sollte man aber dann einen Fortschritt erkennen können. Das ist richtig, wenn er es richtig gemacht hat. Okay, gut. Dann würde ich sagen, viel Erfolg noch beim Bewerten. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Christian, ich sehe gerade, du überträgst Punkte. Ja, genau. Das heißt, die Punkte, die der Magnus gerade quasi gemacht hat, gelegt hat, die überträgst du in unseren PC. Ja. Das ist dann, um die zusammenzurechnen, richtig? Ja. Okay. Und den Sieger zu ermitteln. Um den Sieger zu ermitteln. Die CD, die mir gerade gezeigt wurde, was kostet die und wo kriege ich die? 21,50 € auf unserer Internetseite. Auf unserer Internetseite kann ich die und hier einfach bei bestellen. Mir. Ja, ich nehme natürlich gleich eine mit. Ja. Aber wenn jetzt halt irgendwie... Und auf der Internetseite kannst du sie ganz normal im Shop bestellen. Okay. So, und das war's schon heute an diesem wunderschönen Samstag, sonnigen Samstag, warmen Samstag von der Saisoneröffnung der Eier. Sind jetzt, glaube ich, insgesamt irgendwie 28 Autos geworden. Das heißt, relativ viel los hier. Sehr warm. Gleich geht's an die Siegerehrung und dann fahren die meisten wieder nach Hause. Und ja, dann würde ich sagen, wisst ihr jetzt, wie so ein Eier abläuft. So ein Eierwettbewerb abläuft. Und vielleicht sieht man sich ja demnächst. Dankeschön und ciao. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. But the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, yeah, I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter, trying to take me down, I'm going higher. Baby, you've been playing with some fire. You've been playing with fire. One day you will see what you made of me. Found my inner peace. You watch it release in the dead of night. In the dead of night. Baby, when the sword die, you know it's an eye for eye. Feel the energy align in the dead of night. 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 You can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't even try. Watch the flame in me ignite. You didn't wanna walk the plank. But the Mariona, it came. Baby, it was dark, it was hard to see. And that's when the spark lit inside of me. Oh, I was lost from reverie. Oh, one day you will see what you made of me, what's inside of me. Oh,
what you made of me, what's inside of me. Oh, and one day you will see I found my inner beast, and you watch it release.